Hallo Anna, schön, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast. Und ja, genau, dann würde ich einmal dich am Anfang fragen, dass du dich einmal vorstellst, von welcher Fakultät du kommst, von welcher Uni. Ja, vielen lieben Dank, Maike, auch für die Einladung. Genau, mein Name ist Anna Philipsen. Ich bin aktuell Postdoktorandin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf am Institut für experimentelle Psychologie, spezifischer in der Abteilung für allgemeine Psychologie und Arbeitspsychologie. Genau, da komme ich her. Ja, cool. Und du bist ja heute hier, um über das Projekt unter anderem über das Projekt ProHome zu reden, wo du ja auch mitgewirkt hast oder mitgeforscht. Und genau, was war denn so das Ziel oder genau, was habt ihr so erforscht, du mit dem anderen Team und genau, wo lagen deine Forschungsschwerpunkte? Genau, also das Projekt war ein mehrjähriges Projekt, finanziert bzw. gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, mit dem Ziel zu analysieren, wie die Arbeit im Homeoffice, die ja auch pandemiebedingt immer weiter verbreitet wurde, eben zufriedenheitsstiftend, produktivitätsstiftend und gesundheitsförderlich gestaltet werden kann. Weil durch die Pandemie ja alle teilweise zu 100% ins Homeoffice sozusagen geworfen wurden, ohne dass das aber dann ja durch entsprechende evidenzbasierte Empfehlungen begleitet wurde. Und deswegen war das Ziel eben zu schauen, wie sollte die Arbeit im Homeoffice generell und auch in solchen sogenannten hybriden Arbeitsmodellen, bei denen ja die wöchentliche Arbeitszeit zwischen dem Büro und dem Homeoffice aufgeteilt wird, entsprechend gestaltet werden. Und dafür haben wir zunächst in verschiedenen teilnehmenden Partnerunternehmen großflächig den sogenannten Status Quo abgefragt, also geschaut einerseits, wie die Arbeit im Homeoffice dort gestaltet wird, also wie viele Stunden, wie viele Tage arbeiten die Leute im Homeoffice, in welchem konkreten Modell, also flexibles Modell, wo man es vollkommen frei wählen kann, oder ein Modell mit festen Wochentagen im Büro oder einfach eine maximale Anzahl an Homeoffice-Tagen, die man sich aber selbstständig legen kann und so weiter. Wir haben das aber auch gemacht, das war mittels verschiedener Online-Fragebögen, um auch so ein bisschen zu schauen, wo der Schuh denn gerade quasi aktuell drückt. Also besser ausgedrückt, um die individuellen Bedarfe der einzelnen Unternehmen zu erfassen. Hinsichtlich eben der Gestaltung dieser hybriden Arbeitsmodelle, aber auch der Gestaltung der Arbeit im Homeoffice generell. Und basierend dann auf diesen Daten sowie auf Daten aus qualitativen Befragungen, also aus Fokusgruppengesprächen mit Mitarbeitenden, aber auch Führungskräften, haben wir dann für jedes einzelne Unternehmen ein Handlungsfeld abgeleitet, in dem eben ganz besonderer Bedarf bestand, um dann abschließend auch basierend auf einer entsprechenden Literaturrecherche Interventionsmaßnahmen spezifisch zu entwickeln und die dann auch in der sogenannten Interventionsphase dann im Rahmen eines sogenannten Wartekontrollgruppendesigns halt einzuführen und dann zu evaluieren, um zu schauen, können diese Maßnahmen entsprechend produktivitätssteigernd, gesundheitsförderlich wirken. Genau, wir haben tatsächlich eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Variablen erhoben, weil wir ja auch ein Team waren aus mehreren Lehrstühlen, also einerseits der Lehrstuhl für BWL, insbesondere Personal und Organisation, dann eben wir aus der Arbeitspsychologie, dann hatten wir noch KollegInnen aus der Arbeitsmedizin, der medizinischen Soziologie mit der Sektion Public Health. Wir hatten auch noch Praxispartner mit dabei. Dementsprechend haben wir ganz viel auch erhoben. Aber der Fokus war auf die 3 zentralen Variablen Produktivität, deswegen auch ProHome, Arbeitszufriedenheit und Gesundheit. Gesundheit sowohl körperliche Gesundheit, die wir erfasst haben, und auch körperliche Aktivität, als auch psychische Gesundheit und so Belastungsfaktoren bei der Arbeit, also die Möglichkeit abschalten zu können, zum Beispiel. Oder sogenannten Technostress war auch eine der zentralen Variablen, also durch Informations- und Kommunikationstechnologien induzierter Stress. Das haben wir erhoben. Wir haben auch die Innovationsfähigkeit uns angeschaut und dann hatten wir natürlich ganz viel unterschiedliche potenziell modulierende Variablen mit dabei. Also
Ich jetzt aus der Psychologie war dann auch besonders zuständig eben für den Einfluss der Persönlichkeit beispielsweise, die aus der Soziologie auch für soziodemografische Variablen, die mit berücksichtigt wurden, wie Geschlecht, Haushaltsangehörige, Einkommen und so weiter. Und dann haben wir natürlich ganz umfassend auch die Ausgestaltung des Homeoffice erfasst. Also Anzahl der Tage, Anzahl der Stunden, das konkrete Homeoffice-Modell, die Ausstattung im Homeoffice, die Qualität der Kommunikation im Homeoffice. Das haben wir uns angeschaut eben in 4 aufeinanderfolgenden Befragungen. Dann natürlich noch ergänzt um unsere Items, um zu erfragen, wie die Intervention funktioniert. Warte, ganz kurz, wie lange ging das Projekt dann also zeitlich? Also wie lange habt ihr quasi daran geforscht? Nagel mich jetzt nicht fest Nein, auf genaue Anzahl an Monaten, aber das war insgesamt für so circa 3 Jahre angelegt. Okay, ja. Genau, also fing an mit der Akquise der Unternehmen, dass man erstmal geschaut hat, welche Unternehmen haben denn Interesse auch daran, an diesem Homeoffice-Projekt teilzunehmen, da die Maßnahmen durchzuführen und mit uns mitzuarbeiten. Das war teilweise auch schwierig, weil dann auch Unternehmen teilweise wieder abgesprungen sind, weil sie dann doch schon eine Regelung etabliert hatten oder eingeführt hatten, weil die ja auch unter Druck standen. Und die wollen dann ja manchmal schnellere Regelungen finden, als es irgendwie wissenschaftliche Prozesse erlauben. Genau, und dann hatten wir über in mehreren Abständen eben auch 4 Befragungen insgesamt und die Fokusgruppensitzung und so weiter. Und jetzt in der letzten Phase die umfangreiche Auswertung der ganzen Daten und Veröffentlichung der Daten und eine Abschlussveranstaltung, die wir jetzt kürzlich im Januar noch gemeinsam auch mit den Vertretern der Unternehmen, aber auch verschiedenen anderen Gastvorträgen aus der Wissenschaft oder auch der Praxis dann gestaltet haben. Ja, super spannend auf jeden Fall. Genau, das ist das immer. Würdest du sagen, dass es nachhaltiger ist, wenn du jetzt diese also quasi Lösungen anschaust, die halt umgehend implementiert wurden, halt einfach wegen der Schnelligkeit her? Würdest du sagen, es ist schon besser, etwas zu warten und dann vielleicht evidenzbasierter zu sein? Oder würdest du sagen, okay, für manche Unternehmen ist es vielleicht besser, wenn die jetzt irgendwie direkt schon so Lösungen brauchen in diesem Sinne? Oder genau, also... Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also als Wissenschaftlerin muss ich natürlich sagen, evidenzbasierte Maßnahmen sind besser und die erfordern nun mal auch ein bisschen Zeit. Muss man natürlich auch zweiseitig betrachten. Auf der anderen Seite zu lange Prozesse, wie sie ja auch an der Uni mal passieren können oder in Behörden oder Ähnlichem, haben auch Nachteile. Und manche Aspekte, gerade eben auch in der freien Wirtschaft, erfordern nun mal auch schnelle Handlungen. Das verstehe ich auch. Also sie mussten sich ja auch auf was einigen, mussten ja auch auf den wachsenden Wunsch auch seitens der Mitarbeitenden mehr im Homeoffice zu arbeiten, mussten die ja auch reagieren, weil gleichzeitig hat man ja auch noch einen Arbeitsmarkt, dass das dann vielleicht am Anfang ein bisschen zu lange gedauert hat. Auf der anderen Seite muss man einfach betonen, wenn man nachhaltige Maßnahmen haben möchte, die langfristig wirken sollen und eben auch evidenzbasiert sein sollen, dann dauert das eben auch seine Zeit, aber dann kann man sich auch eher darauf verlassen, dass das eben nicht aus einem Bauchgefühl heraus entsteht, sondern auch basierend auf einer soliden Datenbasis. Natürlich kann man auch in seinem Betrieb selbst Mitarbeitendenbefragungen durchführen und die provisorisch auswerten. Und das hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung für eben schnelle Reaktionen, die eben durch gewisse Prozesse ja auch erfordert sind. Und da will ich gar nicht gegenreden. Nur genau für konkrete Maßnahmen braucht man eben auch eine gewisse Evidenzgrundlage und vielleicht auch einen größeren Pool an Daten, aus dem man zieht, aus einem heterogeneren Pool. Dann auch entsprechend die Implementierung der Maßnahme und dann auch in einem Wartekontrollgruppendesign. Also das heißt, eine Gruppe diese Maßnahme bekommt, dann gibt es eine Zwischenerhebung und dann bekommt die andere Gruppe die Maßnahme eben natürlich randomisiert zugeordnet, dass man das dann natürlich auch viel besser vergleichen kann und auf eine kausale Wirkung schließen kann. Genau. Was habt ihr gefunden oder in dem Projekt, so welche langfristigen, weil ich meine, Homeoffice, das ist ja auch unmittelbar, steht das ja auch mit den muskuloskeletalen Folgen sozusagen in Verbindung. Genau, und was würdest du sagen,
welche entstehen dadurch durch diese ergonomisch unzureichende Arbeitsumgebung. Genau, also wir haben natürlich jetzt nicht explizit nach langfristigen muskuloskeletalen Beschwerden oder Folgen geguckt, hätten wir gar nicht gucken können, weil sich das oft auch erst Jahre später natürlich einpendelt. Aber es ist allseits auch in der Literatur bekannt, dass es da eben gewisse Risiken auch bei der Arbeit, gerade im Homeoffice, verglichen mit der Telearbeit, wo es ja konkrete Vorgaben auch zur Einrichtung des Arbeitsplatzes zu Hause gibt. Umgeht man ja im Homeoffice etwas, weshalb es da häufig auch zu eher improvisierten Arbeitsplätzen kommt, die teilweise dann auch eher nach der Ästhetik eingerichtet sind, als irgendwie nach ergonomischen Handhabungen, was man ja auch verstehen kann. Man möchte ja auch zu Hause einen schönen Arbeitsplatz haben. Ja. Aber das Problem bei einem nicht adäquat eingerichteten Arbeitsplatz ist eben, dass es natürlich zu Beschwerden langfristig im Nackenbereich, Schulterbereich, Rücken, auch unterer Rücken kommen kann. Genauso zu Handgelenksbeschwerden oder auch später tatsächlich deutlichen Folgen und Erkrankungen, weil man Maus und Tastatur nicht richtig auf sich und seine eigene Höhe einstellt, sondern einfach das hinstellt oder ähnliches. Genauso kann es auch Auswirkungen auf unsere Augen haben und zum Beispiel die Trockenheit der Augen, was auch spätere Erkrankungen bedingen kann, wenn man seinen Bildschirm nicht adäquat platziert. Also es sollte eigentlich leicht nach unten geneigt sein oder die ganze Zeit nur auf den Laptop auch schaut, gar nicht auf den richtigen Bildschirm oder die Blendung beachtet und so weiter. Und das sind eben Risiken, die natürlich im Homeoffice bei einem nicht kontrollierten, also vom arbeitsgebenden kontrollierten Arbeitsplatz mehr entstehen können, weil im Büro gibt es ja entsprechende Regulationen und Vorgaben und das stimmt. Da kann man dem natürlich entsprechend vorbeugen. Also sowas wie beispielsweise, wenn man, es gibt ja dieses Night Shift, sowas zum Beispiel. Und du meinst jetzt damit, dass zum Beispiel die Tastaturen, wie jetzt da so ein bisschen nach oben sind so oder was so ausgerichtet sind. Genau, und es gibt ja auch ergonomische Mäuse und so weiter. Stimmt, okay. Und der Bildschirm auch, der kann ja auch entweder weiter wegstehen. Ja. Also ich glaube, das wäre ja, es gibt, glaube ich, auch so Maßnahmen, dass zum Beispiel irgendwie eine genaue Messung dann war, wie weit der wegstehen soll. Ne? Ja, also da gibt es eigentlich sehr etablierte Kriterien oder also Handhabungen, die ja auch im Büro schon genutzt werden. Da gibt es super viel Forschung zu, die man dann zu Hause eben auch entsprechend berücksichtigen sollte. Genauso wie, dass man einen höhenverstellbaren Sitz hat zu Hause, dass es auch an die eigene Größe angepasst werden kann und so. Das ist natürlich alles auch eine Kostenfrage. Ne? Ob man da jetzt so viel investieren möchte, dann haben wir auch wieder so ein Problem der sozialen Ungleichheit, weil natürlich Leute mit höherem Einkommen oder entsprechend sich natürlich auch ein besseres Homeoffice leisten können und dann das da auch zu einer entsprechenden Segregation führen kann. Es gibt aber auch Tipps, wie man auch, ich sag jetzt mal, wenig kostenintensiv, wenn nicht sogar kostenfrei, das schon anpassen kann. Also, dass man sonst Bücher benutzt, um den Laptop oder den Bildschirm auf eine entsprechende Höhe zu bringen, dass man sonst ein Kissen sich unter den Sitz packt, damit man doch ein bisschen höher sitzt. Ist natürlich jetzt nicht der Goldstandard, aber es gibt auch da Möglichkeiten, entsprechend dem vorzubeugen oder auch, dass man seinen Schreibtisch eben entsprechend platziert, dass der Lichtanfall eher von der Seite sonst kommt, dass man einen Blendschutz benutzt oder ähnliches. Okay, Genau, und was natürlich, wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen hatten, ist natürlich auch der Aspekt der körperlichen Aktivität und Bewegung. Ja, genau. Und gerade das birgt natürlich ein totales Gesundheitsrisiko, wenn die körperliche Aktivität im Homeoffice deutlich verringert ist, weil man eben nicht so viel aufsteht oder nicht zur Arbeit mit dem Rad fährt oder ähnliches, dass das natürlich auch deutliche Probleme langfristig erzeugen kann. Weshalb auch da der Tipp ist, regelmäßig aufzustehen, sich ein paar Schritte zu bewegen, sich mal kurz zu dehnen, dass man alles noch mal ein bisschen auflockert, die Sitzposition auch einfach zu ändern, um das zu entlasten, weil wir sind einfach körperlich ja nicht darauf ausgelegt. Ne? Das stimmt. Aber würdest du sagen, also klar mit der körperlichen Aktivität, wenn man allein schon dieses Commuting, sage ich jetzt mal, zu der Arbeitsstelle macht, aber
an sich würde ich jetzt schon sagen, oder auch wenn ich jetzt so aus Konversationen das so raushöre, dass schon viele sich nicht so viel jetzt bewegen. Also es gibt schon einige Unternehmen, die so Standing Desk, also das heißt, dass man sich hinstellen kann, während man arbeitet und so weiter. Aber ich glaube, das ist immer noch sehr eingeschränkt, oder also nicht so weit verbreitet. Oder was würdest du sagen? Oder was waren das für Unternehmen? Welche, im Büro jetzt? Oder ja, genau, welche im Büro. Oder was hatten die zum Beispiel schon implementiert? Oder was hatten die jetzt schon, hatten die schon Beispiel so Standing Desks oder hatten die andere Interventionen schon? Das war natürlich super individuell, aber viele Unternehmen hatten schon auch vorher viele Interventionen auch gemacht oder so ein entsprechendes Programm angeboten mit bewegten Pausen oder ähnlichem oder auch eine Sportmitgliedschaft, die dann irgendwie unterstützt wird. Das gibt es eigentlich schon sehr, sehr viel und da sind viele Unternehmen auch schon auf einem sehr guten Weg. Aber auch nicht alle. Und wir hatten so das Feedback auch gehört, jetzt auch zuletzt bei der Abschlussveranstaltung, dass das Projekt auch geholfen hat, um das nochmal in den Kopf zu rufen, weil man hatte das irgendwann mal gemacht, hatte da irgendwie ein Angebot, aber dann ist das so in den Hintergrund gerückt. Und durch diese Reflexion jetzt des eigenen Bedarfs in dem Unternehmen, ne, und wir hatten dann ja konkrete Daten, dass wir sagen konnten, schaut mal, ihr sitzt irgendwie signifikant mehr als der Durchschnitt, da sollten wir intervenieren. Oder ihre Mitarbeitenden im Vergleich zu den anderen Unternehmen berichten von einer eher schlechten Ausstattung im Homeoffice, dass man dann natürlich nochmal reflektiert hat, wo ist denn jetzt eigentlich auch das Problem? Oder da hatten wir ja was, das regen wir jetzt nochmal an. Ne? Das ist aber auch so eine Debatte, ob jetzt das Homeoffice wirklich zu weniger körperlicher Aktivität führt oder nicht. Ja, weil klar, wenn man nicht zum Rad fährt, aber wenn man mit dem Auto zum Büro fährt, hat man auch nicht so viel Bewegung. Und im Homeoffice kann man natürlich eher zwischendurch mal zum Sport gehen, auch durch die Auflockerung der Arbeitszeiten. Also da ist eine sehr heterogene Befundlage zu und es ist auch einfach sehr, sehr individuell. Und wir haben jetzt persönlich nicht gefunden, dass jetzt die Leute mit mehr Homeoffice-Anteil auch signifikant weniger körperlich aktiv waren. Das haben wir jetzt in unseren Daten nicht gefunden. Okay, aber psychologischen Perspektive so einmal angeschnitten die Persönlichkeitsmerkmale. Was habt ihr denn gefunden, welche Persönlichkeitsmerkmale jetzt genau für nochmal mehr Stress unter anderem sorgen oder im Homeoffice? Genau, ich fange vielleicht direkt mal mit Stress an. Also da gab es aus der Literatur, also wir haben betrachtet die Persönlichkeitseigenschaften nach dem Hexaco-Modell. Das sind 6 verschiedene Persönlichkeitsmerkmale. Unter anderem das Merkmal der Gewissenhaftigkeit, also grob erklärt wie zielstrebig und nicht vorsichtig, sondern zielstrebig, akribisch und eben gewissenhaft eine Person auf ihre Ziele hinarbeitet. Und da gab es aus der Literatur schon Hinweise, dass im Laufe der Pandemie besonders gewissenhafte Personen tatsächlich eine bessere Anpassung an die neuen Arbeitsumstände während der Pandemie und eben die Verlagerung der Arbeit komplett in den heimischen Bereich gezeigt haben und daher dann auch weniger Konflikte und Stress erlebt haben. Und also das gab es aus der Literatur schon. Was wir explizit gefunden hatten, war tatsächlich, dass besonders gewissenhafte Personen, dass bei denen Mehrarbeit im Homeoffice produktivitätssteigernd wirken konnte, während bei weniger gewissenhaften Personen das nicht der Fall war. Dann gab es auch noch den Hinweis, dass Verträglichkeit besonders wichtig sein könnte bei Stress und auch Technostress. Also Verträglichkeit meint, wie nachsichtig eine Person im Urteil anderer Personen und deren Fehler ist oder wie schnell sie eben Fehler verzeiht. Also besonders verträgliche Menschen, das ist auch irgendwie intuitiv das stimmt. Ne? Genau. Ja, das ist auch logisch. Genau, und da gab es eben Hinweise aus der Forschung, dass Verträglichkeit Nachteile bieten könnte bei Tätigkeiten, die ein hohes Maß an Autonomie erfordern, was ja gerade im Homeoffice durch diesen erhöhten Anspruch an die eigene Selbstorganisation eben der Fall ist. Und genauso gab es auch Hinweise, dass Verträglichkeit einen modulierenden Einfluss
auf den Effekt von Technostress, auf so dieses Gefühl der Überlastung wirken kann. Deswegen haben wir uns Verträglichkeit auch explizit angeschaut und das haben wir halt bestätigen können, dass Verträglichkeit ein Risikofaktor ist, dass mehr Arbeit im Homeoffice, also mehr Stunden im Homeoffice, auch mit mehr Konflikten zwischen Arbeit und Privatleben und auch mit mehr Technostress einhergehen kann. Während Personen, die wenig verträglich sind, die also eher selbstbewusst verteidigend in ihrer Meinung sind und genau, dass bei denen tatsächlich das Homeoffice wiederum oder mehr Stunden im Homeoffice positiv auf die Konflikte und den Technostress wirken kann, also das entsprechend reduzieren kann. Das heißt, da hatten wir so eine klare Dichotomie, sag ich mal. Also Verträglichkeit so als Vulnerabilitätsfaktor. Ansonsten haben wir generell auch noch auf Persönlichkeit geschaut, nicht nur mit Blick auf Stress, sondern auch auf Produktivität, was ja so die zentrale Größe bei ProHome war, weil es die Vermutung gab aus der Literatur und auch Hinweise darauf, dass Personen, also eine Dimension ist auch Ehrlichkeit, Bescheidenheit, so nennt man das. Ja. Also im Hexaco-Modell. Das heißt dann zum Beispiel, was war dann bei Extraversion oder Offenheit für Erfahrungen? Und was war das andere nochmal? Da war ja noch eins. Ehrlichkeit, Bescheidenheit. Bescheidenheit. Also unser Fokus war so ein bisschen, wir sind da ja dann auch Hypothesen orientiert drangegangen und es gab eben diese Hypothese, dass wenig ehrlich bescheidene Personen, die eher kontraproduktives Verhalten bei der Arbeit zeigen. Und also was du damit meinst, ist, dass zum Beispiel jetzt nicht irgendwie explizit gefragt wird so mit zum Beispiel jetzt, wenn keine Aufgaben da sind, so kann ich Aufgaben haben. Also, dass die das eher dann nicht machen würden oder eher, wenn jetzt ein Konflikt ist oder so, nicht da proaktiv irgendwas lösen. Also ist das in dieser Art und Weise oder was genau meinst du damit? Eher so in Richtung von die Arbeitszeit für private Dinge zum Beispiel auszunutzen. Ach so. Also das war so ein bisschen, was ja gerade im Homeoffice natürlich viel leichter möglich ist. Das haben wir aber tatsächlich nicht gefunden. Also die Idee gab es und das ist natürlich auch oft die Befürchtung, gerade so seitens von der Führungskräfte, die so Sorge äußern, dass es im Homeoffice mehr passieren könnte, wenn man die Leute ja nicht sieht und dann nicht so direkt führen kann. Das haben wir aber tatsächlich nicht gefunden. Also auch bei wenig ehrlichen Personen, entlang dieser Dimension gemessen, wirkte Mehrarbeit im Homeoffice immer noch produktivitätssteigernd. Und das war natürlich ein erfreulicher Befund oder ein optimistisch stimmender Befund. Genauso Extraversion. Da war natürlich der Gedanke, dass besonders extravertierte Personen den Austausch im Büro mehr vermissen könnten. Und es ist auch aus der Forschung bekannt, dass extravertierte Personen besser mit Ablenkung und auch mit so Mehrfachaufgaben, also gleichzeitige Aufgaben klarkommen, während introvertierte Personen beispielsweise bei Problemlöseaufgaben besser sind. Und deswegen war die Hypothese... So analytischer. Genau. Ja, okay. Und dann war die Hypothese, dass daher die extravertierte Personen im Homeoffice einerseits weniger zufrieden sein könnten und auch weniger produktiv, verglichen mit besonders introvertierten Personen. Dass da so ein modulierender Faktor ist, haben wir aber tatsächlich auch nicht gefunden. Welche altersgruppenspezifischen Unterschiede oder Unterstützungsangebote brauchen denn Jüngere versus, sage ich jetzt mal, ältere Menschen, sage ich, im Homeoffice? Ja, also da gibt es Hinweise aus der Literatur, dass jüngere Beschäftigte häufiger Schwierigkeiten haben bei der Abgrenzung der beiden Lebensbereiche, also Arbeit und Privatleben, was ja gerade im Homeoffice verschwimmen die Grenzen ja klar und da scheinen Jüngere ein größeres Problem zu haben als ältere Beschäftigte, die zumindest auch nach einer Studie jetzt aus 2024 müsste es, meine ich, sein, häufiger Strategien des sogenannten Boundary Managements, also zum Abgrenzen dieser beiden Lebensbereiche anwenden. Was dann auch zu weniger Konflikten, zumindest in dieser Studie, also und zu einer besseren Work-Life-Balance führte. Andere Studien zeigen dann ein bisschen, dass ältere Personen weniger zufrieden sind, was sie dann eher auf so Probleme mit der Technik entsprechend zurückführen. Und das haben wir auch teilweise gefunden, dass bei älteren Personen mehr Konflikte und mehr Technostress gefunden wurde. Das würde ich aber erstmal vorsichtig interpretieren. Ich glaube, so als Fazit wäre, dass man bei Jüngeren vielleicht mehr noch Strategien zum Abgrenzen von Arbeit und Privatleben mit reingibt und bei Älteren entsprechende Beratungs- oder Unterstützungsangebote, was auch so
die Technik anbelangt, dass das jetzt so eher die Handhabung wäre. Aber das kann man natürlich auch nicht so pauschal sagen. Ja, das stimmt. Sehr viel Individualität. Und weißt du, wie sehr jetzt zum Beispiel die Homeoffice-Zeiten sich wieder reduziert haben nach Corona? Also in prozentualen Anteil? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube schon. Also ich würde einfach auch so, ich glaube, ich habe das schon mal gelesen und halt auch erfahren, es ist halt runtergegangen, aber jetzt nicht so extrem. Ne? Natürlich ist runtergegangen bei der Pandemie, was ja teilweise 100%. Ja. Und dann gab es halt auch diese Return-to-Office-Bestrebungen. In den USA ja noch mal mehr als jetzt in Deutschland, ne? Wo dann irgendwie gesagt wird, nee, ihr müsst, sei es jetzt bei Tesla oder weiß ich nicht wo, ihr müsst alle zurück ins Büro kommen. Das gab es ja schon deutlich, aber auch in Deutschland gab es teilweise Bestrebungen dazu, die Leute zurück ins Büro zu holen, mit dem Gedanken, man würde die verlieren. Aber eigentlich Hybrid, ne? Das ist auch sehr oft dieses Arbeitsmodell. Ja. Das ist auch jetzt statistisch gesehen so die etablierteste Form und es gibt auch Schätzungen, dass das auch langfristig so bleiben wird mit diesen hybriden Modellen, so 2 bis 3 Tage im Büro oder Homeoffice, dass das so die Form ist, die langfristig bleibt. Und es gibt ja auch viele Bestrebungen jetzt, dass auch das Konzept des Arbeitsplatzes oder des Büroarbeitsplatzes komplett neu war. Wie verändert denn das hybride Arbeiten die Kollaboration in Teams? Also intuitiv würde man ja denken, dass es dann eventuell schlechter ist. Und auch von den Informationen, die du jetzt gerade... Wenn man jetzt nicht so gewissenhaftig ist, dass man jetzt zum Beispiel nicht so sozial kollaborativ ist, das würde ich vielleicht so denken oder interpretieren. Geht das in die falsche Richtung? Geht das in die richtige Richtung? Oder hat die Forschung, die ihr quasi am Lehrstuhl gemacht habt, da auch etwas zu gefunden? Oder? Ja, wir haben uns nicht richtig die Modelle in Kombination mit den Persönlichkeitsmerkmalen angeschaut. Also es gibt da natürlich Unterschiede, wer welches Modell bevorzugt, auch basierend natürlich auf Persönlichkeitseigenschaften. Prinzipiell haben wir ja schon gefunden, dass zum Beispiel Gewissenhaftigkeit eine modulierende Variable ist für die Produktivität. Also wenn man besonders gewissenhaft ist, führt Mehrarbeit im Homeoffice einfach auch zu einer höheren Produktivität. Das war jetzt unabhängig vom konkreten Modell, ob jetzt feste Wochentage im Büro oder flexibel. Vielleicht generell so zum sozialen Zusammenhalt. Da ist natürlich, also man muss sagen, dass auch nach der Pandemie immer noch das Risiko der sozialen Isolation oder des schwindenden Zusammenhalts auch immer noch da ist und dass Beschäftigte teilweise auch durch einfach die räumliche Trennung und auch die räumliche Distanz auch ein Gefühl der emotionalen Distanz verspüren und berichten, sich teilweise vergessen oder nicht gesehen zu fühlen, was natürlich auch individuell unterschiedlich ist. Je nach Extraversion macht man sich vielleicht eher bemerkbar oder weniger bemerkbar und verschwindet dann im Homeoffice. Das habe ich jetzt in den Daten gerade nicht so parat, aber im Rahmen der Fokusgruppensitzung war das auch ein größerer Fakt, dass manche Personen oder Beschäftigte vermehrt geäußert hatten, dass sie das Gefühl haben, sie verschwinden im Homeoffice, sie werden dann nicht gesehen, während andere das gar nicht so empfunden haben, weil sie aber auch viel selbstbewusster in diese Gespräche gehen oder eigeninitiativ. Und das muss natürlich auch durch Führungskräfte berücksichtigt werden, dass man im Kopf hat, wen habe ich denn in meinem Team und wen muss ich wie abholen. Ansonsten kann natürlich digitale Kommunikation und regelmäßiger digitaler Austausch zumindest dem verschwindenden Zusammenhalt entgegenwirken, aber auch so zumindest die Forschungslage nicht komplett entgegensetzen, weil da natürlich auch das Problem der fehlenden nonverbalen Kommunikationshinweise besteht oder Missverständnisse. Die Spontanität im Gespräch und im Austausch ist ganz viel. Also da ist schon ganz viel passiert und ganz viele Techniken auch, wie man Spontanität einfach in Teams-Calls oder spontane Anrufe kriegt. Also was würdest du denn sagen, welche Auswirkungen hat das Homeoffice denn auf soziale Ungleichheit? Ja, das Problem ist natürlich einerseits, und das wurde auch schon während der Pandemie dann auch von politischer Seite, aber auch eigentlich gesamtgesellschaftlich angemerkt, dass das Thema Homeoffice natürlich auch zu einer Spaltung führen kann. Dadurch, dass manche Tätigkeiten
eben gar nicht erst die Möglichkeit haben zum Homeoffice. Das heißt, durch die Pandemie mussten ganz viele ins Homeoffice gehen, manche konnten es trotzdem nicht. Und auch danach wird es ja jetzt, das kriegen wir ja alle mit, wird es ja immer noch sehr breitflächig angeboten. Der Wunsch besteht auch, entsprechende Modelle aufrechtzuerhalten und es wird auch aktuell gemacht, aber es gibt natürlich nach wie vor Tätigkeiten, die nicht im Homeoffice erledigt werden können und auch innerhalb eines Betriebs kann das sehr ungleich verteilt sein, sodass dann natürlich aus bestimmten Abteilungen oder Branchen dann auch Unmut entstehen kann und ein Gefühl der Unberechtigung, dass da nicht die entsprechende Möglichkeit besteht. Das muss auf jeden Fall mitgedacht werden. Gleichzeitig hatten wir auch schon vor der Pandemie sogar, und das hat sich durch die Pandemie ja nur noch weiter forciert, das Problem, dass insbesondere Personen mit einem höheren Einkommen häufiger die Möglichkeit hatten, im Homeoffice zu arbeiten, als Personen mit einem niedrigen Einkommen. Und dann natürlich auch der Aspekt, dass Personen mit einem höheren Einkommen und auch einer höheren, teilweise akademischen Qualifikation, sage ich mal, dann auch bessere Arbeitsbedingungen im Homeoffice hatten, weil sie sich dann auch mehr leisten konnten. Sei es jetzt das extra Zimmer, was man sich leisten kann, wodurch man ja auch eine bessere Wahrung der Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben schafft, als auch die Ausstattung im Homeoffice, was dann bei einem geringeren Einkommen oder einer größeren Familie oder einem größeren Haushalt zu Hause nicht so möglich ist. Produziert das Homeoffice denn so diese typischen Geschlechterrollen, wenn jetzt zum Beispiel, sag ich jetzt mal, Mütter im Homeoffice sind und haben Daten das gezeigt oder auch von verschiedener Forschungsquellen, dass dann mehr Sorgearbeit übernommen wird, wenn man jetzt auf den deutschen Fokus, also auf Deutschland schaut oder europaweit auch. Da gibt es aber wahrscheinlich auch nochmal pro europäischem Land Unterschiede. Ja, sehr spannende Frage, ne? Und auch echt eine sehr spannende Debatte, die da stattfindet. Also tatsächlich gibt es Forschung dazu, dass sich durch das Homeoffice traditionelle Rollenmuster jetzt spezifisch während der Pandemie auch verfestigt haben und dass Frauen auch besonders belastet waren, da die Erwerbsarbeit eben mit dieser Sorgearbeit, wie du sie schon angesprochen hast, wie die Kinderbetreuung eben jetzt nicht nur zeitlich, sondern auch noch räumlich kollidierten, während dann zeitgleich ja die Kitas geschlossen waren, dass andere soziale Unterstützungsangebote, wie zum Beispiel dann die Großeltern, die aushelfen, weggefallen sind. Und das ist natürlich, da gibt es natürlich schon Daten dazu, dass Frauen im Homeoffice häufiger als Männer mit eben diesen zusätzlichen Belastungen durch Kinderbetreuung und die Hausarbeit konfrontiert sind, was ein entsprechendes Risiko birgt. Auf der anderen Seite ist es zumindest jetzt so, und das war auch vorher schon so, dass Frauen Homeoffice aber trotzdem positiver bewerten und auch häufiger den Wunsch äußern, im Homeoffice zu arbeiten, weil sie das eben auch mit einer besseren Vereinbarkeit tatsächlich von der Familie und dem Beruf beschreiben und deswegen da auch ein entsprechendes Interesse haben. Und das Homeoffice kann natürlich auch eine Chance für Frauen bieten, ihren Anteil der Erwerbsarbeit tatsächlich durch diese gewonnene Flexibilität und dieses, ich sag jetzt mal, das besser juggeln zu können sozusagen, die Erwerbsarbeit hochzufahren oder den Anteil der Erwerbsarbeit hochzufahren und dadurch dem Gender Gap entgegenzuwirken. Idealerweise, wenn dann parallel auch noch Väter ins Homeoffice gehen, um dann da auch einen Teil der Sorgearbeit, den sie vorher nicht tragen konnten, oder der Haushaltsarbeit zu übernehmen. Das heißt, da gibt es natürlich auch definitiv eine Chance, die da liegt. Aber das ist, glaube ich, dann abhängig von einfach der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung so ein bisschen, wo geht's hin, ne? Also deutliche Risiken, dass Frauen jetzt immer noch mehr Care-Arbeit übernehmen, aber eben auch Chancen, den Gender Gap zu schließen unter gewissen Bedingungen. Es gibt ja immer, bei den Forschungspapers ist ja immer am Ende so ein Further Research oder so eine weitere Forschung. Genau, was ist denn in dieser Passage, also was hast du da geschrieben, was hat das Team da geschrieben oder genau, wo habt ihr gesehen, okay, da sind jetzt Opportunities, da sind Möglichkeiten oder okay, da sind jetzt Challenges oder was soll in Zukunft noch erforscht werden? Ja, also was mir da ad hoc einfällt, ist auf jeden Fall nochmal die Homeoffice-Modelle explizit zu testen. Das war ursprünglich mal ein Anliegen dieses Projekts, dass man die Leute idealerweise randomisiert einem Modell zuordnet, die dann eine bestimmte Anzahl an Monaten in dem Modell arbeiten und das dann eben verglichen wird mit der anderen Gruppe. Das war aber
so nicht umsetzbar im Rahmen des Projekts. Allein diese Zuordnung zu verschiedenen Modellen, weil dann gab es Betriebsvereinbarungen und so weiter. Also in meiner Idealvorstellung würde man das nochmal explizit testen. Ist denn wirklich das eine Modell besser als das andere? Weil wir konnten uns jetzt natürlich trotzdem Daten anschauen, haben auch Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen gefunden. Stand jetzt, dass ein Modell mit vollkommener Flexibilität, also ich kann selbst entscheiden, wann und wie viel ich im Homeoffice arbeite, am besten ist für Produktivität, Arbeitszufriedenheit, aber auch Gesundheitsvariablen. Aber das muss man immer mit Vorsicht interpretieren, weil wir die ja nicht randomisiert zugeteilt haben, sodass da der kausale Schluss leider nicht möglich ist. Also das fände ich super spannend, das noch mehr zu machen. Das wäre dann aber, wenn du das jetzt so zeitlich, sage ich jetzt mal, runterbrechen würdest, das wäre ja auch eigentlich schon so eine Studie an sich, ne? Also das kann man jetzt nicht so mal eben schnell machen, da braucht man schon einige Ressourcen und Zeit. Ja, ansonsten immer den Faktor Individualität noch mehr mit berücksichtigen. Ja. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, da liegt ganz viel Varianz drin, dass man das Homeoffice nicht so pauschal sehen kann. Ich glaube, wir haben auch durch die Fokusgruppengespräche, da war ich jetzt nicht explizit für zuständig, aber im Rahmen des Projekts wurden auch verschiedene Homeoffice-Typen abgeleitet. 7 in der Zahl, und das ist auch eigentlich ein spannender Bereich, ob man da vielleicht schauen kann ich denn auch irgendwie eine Art Diagnostik für diese Homeoffice-Typen entwickeln und basierend darauf dann Bedarfe oder individuelle Strategien. Dann danke dir. Ja, danke dir.